Ich bin jetzt wesentlich früher fertig als gedacht. Das heißt 15 Minuten rausgeholt, aber bis jetzt ist es einfach nur mega gut. Völlig verwüstete Städte und Dörfer. In der Eifel stürzten 6 Häuser ein. Ja, die Situation ist wirklich katastrophal. Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich eine Woche lang nichts aufschiebe, sondern alles sofort erledige. Der Plan ist einfach. Alle Mails beantworten, endlich ewig lange To-Do-Listen abschließen, meine Steuer machen, Kleider aussortieren, den Abwasch und alles aufräumen. Ich fange gleich an. In einer Minute. Wie viele von euch habe ich eine To-Do-Liste oder eine App mit Aufgaben für meinen Job, meinen YouTube-Kanal, meinen Privatbereich, Behördengänge und so weiter. Und egal wie viel ich abarbeite, die Liste wird nie leer. Manchmal nervt das natürlich und man fängt an, Sachen aufzuschieben. Aber was würde passieren, wenn ich gar nichts mehr aufschiebe? Kein Prokrastinieren. Geht das überhaupt? Das will ich diese Woche herausfinden. Bevor es losgeht, prokrastiniere ich noch ganz kurz, um Danke zu sagen. Und zwar an Blinkist für die Unterstützung bei diesem Video. Ich nutze Blinkist inzwischen seit über einem Jahr. In Blinkist werden die Kernaussagen von Sachbüchern in 10 bis 15 Minuten zusammengefasst. Einmal als Hörbuch und einmal als Lesevariante. Das ist für mich privat, aber auch bei der Recherche von Videos sehr effizient, weil ich während des Spazierengehens oder beim Aufräumen gebündelt die Informationen zu einem Thema erfahren kann. Es gibt über 15 Kategorien wie Psychologie, Philosophie, Beruf und Karriere oder Bildung und Wissen mit über 3000 Sachbüchern. Und monatlich kommen etliche neue Bücher dazu, auf Deutsch und Englisch. Ich höre aktuell Die Anfänger von allem von Jürgen Kaube und als nächstes Time is Money über den klugen Umgang mit Zeit. Wenn ihr wie ich informationshungrig seid, euch aber oft die Zeit fehlt, all die Bücher zu lesen, die ihr lesen wollt, könnte Blinkist die richtige App für euch sein. Wenn ihr Lust bekommen habt, könnt ihr Blinkist eine Woche lang kostenlos testen oder unter dem Link blinkist.de/thechangeman 25% Rabatt auf euer Jahresabo bekommen. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Genug prokrastiniert, jetzt geht's los. Ich habe gezählt und ich prokrastiniere ungefähr 3 Stunden am Tag. Also 15 Stunden pro Arbeitswoche, wenn man von einem 8-Stunden-Tag ausgeht. Das sind fast 2 extra Tage, die ich nur mit Prokrastinieren verbringe. Boah, wann kommt endlich die 4-Tage-Woche und der 5-Stunden-Tag? Der logische erste Schritt in einer Woche ohne Aufschieben ist, die eigene To-Do-Liste zu leeren und alles, was anfällt, sofort zu erledigen. Es kommt eine Mail rein, sofort antworten. Hausarbeit fällt an, sofort erledigen. Eine drohende Deadline, unmittelbar abarbeiten. Würde ich in dieser Woche wirklich so vorgehen, sähe das Experiment ungefähr so aus. Hi, ich bin Josef und diese Woche erledige ich alle Dinge sofort. Als erstes arbeite ich meine 11 E-Mails ab. Es kamen noch ein paar Mails rein und ein paar Antworten kamen noch rein. Bin immer noch an den Mails. Alles, was reinkommt, sofort zu erledigen, wäre für euch wahrscheinlich ziemlich lustig zu sehen, macht am Ende aber nur Kopf und Körper kaputt und bringt nicht viel. Also brauche ich einen klaren und guten Plan für diese Woche. Nach ein wenig Recherche bin ich auf die sogenannte Eisenhower-Matrix gestoßen. Dabei teilt man anstehenden Aufgaben die Eigenschaften urgent, also dringend, und important, also wichtig zu. Natürlich kann auch etwas dringend und wichtig sein oder gar nichts davon. Benannt ist diese simple Priorisierung tatsächlich nach dem amerikanischen US-Präsidenten Eisenhower. Diese Eisenhower-Matrix wird vor allem von Managern genutzt, um zu entscheiden, welche Aufgaben man selbst erledigt und welche delegiert werden. Aber auch Menschen, die gern mal Aufgaben vor sich herschieben, nutzen sie. Also ideal für jemanden wie mich, der zur Prokrastination neigt. Aber was ist Prokrastination eigentlich genau? Darauf hat Tabea Scheel alle Antworten. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung an der Europa-Universität Flensburg. So Prokrastination ist irrationales Aufschieben von Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, also die ich tatsächlich vorhabe. Und das ist verbunden damit, dass es mir damit nicht gut geht. Also ich habe einen gewissen Leidensdruck. Das kenne ich besonders gut und ihr vermutlich auch. Und dann steht schnell der Vorwurf im Raum, dass man einfach nur faul ist. Es ist so, dass Menschen natürlich auch faul sind. Auch faule Menschen neigen dazu zu prokrastinieren. Aber es ist so, dass wir tatsächlich auch faul sein müssen. Und in diesem Faul steckt ja schon eine Wertung. Da ist unser protestantisches Erbe sozusagen mit angelegt. Für uns ist es ein hoher Wert, immer zu tätig zu sein und nicht müßig zu sein. Müssen Menschen manchmal prokrastinieren und kann das für irgendwas gut sein? Die kurze Antwort ist, Menschen müssen nicht prokrastinieren und Prokrastinieren an sich ist für gar nichts gut. Prokrastinieren macht keinen Sinn. Und damit ist meine langjährige Ausrede dahin, dass ich beim Prokrastinieren ja auch irgendwie arbeite, weil mein Gehirn im Hintergrund bestimmt ganz tolle Ideen entwickelt. Aber das macht es tatsächlich nur beim absoluten Nichtstun. Nichtstun bedeutet, ich starre auch nicht auf kleine Bildschirme, sondern Nichtstun heißt, ich mache wirklich mal nichts. Das ist ganz, ganz sinnvoll für unser Gehirn, für unsere Erholung, für unser Wohlbefinden. Also Nichtstun hat seine Berechtigung und ist sinnvoll. Alles klar. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie diese Woche ablaufen wird. Kein Prokrastinieren, nichts aufschieben. Ich habe heute früh angefangen, meine ganze Woche durchzuplanen. Sowas mache ich normalerweise nur am Filmset. Die Tage sind relativ voll, aber ich habe auch Pausen eingebaut, falls irgendwas Unerwartetes eintritt und damit ich nicht vergesse, etwas zu essen. Ich brauche ja auch Energie.
Ich möchte diese Woche meine To-Do-Liste abarbeiten. Das heißt, einen Drehbuchpitch schreiben, meine Steuer machen, ein komplettes YouTube-Video mit neuem Format produzieren, Fotos für die neuen Menschen machen, müde Hoodies und den YouTube-Beutel machen, mir die Bewerbung der CutterInnen ansehen, die sich für diesen Kanal beworben haben, exklusiven Content für Patreon erstellen und den Haushalt schmeißen. Dafür bräuchte ich normalerweise insgesamt 14 Tage. Mal gucken, ob ich es ohne Prokrastination auch in der Hälfte schaffe. 7 Tage für diese To-Do-Liste. Da Unordnung mich wahnsinnig macht, mein kreativer Prozess sie aber ständig erzeugt, räume ich heute zuallererst meinen Schreibtisch auf. Ich habe jetzt für dieses Aufräumen 2 Stunden eingeplant. Es ist noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall wesentlich besser als vorher und ich habe tatsächlich keine 2 Stunden, sondern 1 Stunde 45 ungefähr gebraucht. Das heißt 15 Minuten rausgeholt, guter Start in den Tag. Anschließend setze ich mich sofort an den Drehbuchpitch. Ich mache jetzt Mittagspause, ich komme bisher aber super voran. Das ist bei kreativer Arbeit ja immer ein bisschen tagesformabhängig, aber heute läuft es super. Mein Smartphone werde ich jetzt ins Wohnzimmer verbannen, weil das ist das Einzige, was mich gerade ablenkt. Nach der Mittagspause habe ich ein kurzes Tief. Ich bin ein bisschen müde und deaktiviere direkt mal das Internet, damit ich nicht anfange, auf YouTube zu prokrastinieren. Und dann geht's konzentriert weiter. Es läuft wirklich gut. Ich habe jetzt tatsächlich den ganzen Tag am Drehbuchpitch gearbeitet und bin fertig mit der ersten Fassung. Normalerweise brauche ich für sowas eher so 3 bis 5 Tage. Also das ist schon krass. Das Einzige, was ich an diesem ersten Tag komplett vergessen habe, sind meine E-Mails. Liegt vielleicht daran, dass ich das Internet deaktiviert habe. Also sitze ich abends nochmal 2 Stunden daran, alle wichtigen E-Mails zu beantworten und mein Postfach abzuarbeiten. Am zweiten Tag lege ich mein Handy direkt am Morgen ins Wohnzimmer, damit diese Ablenkungsmaschine weniger Einfluss auf mich hat. Dann perfektioniere ich den Drehbuchpitch, damit ich ihn pünktlich zur Deadline Ende der Woche abschicken kann. Das E-Mail-Problem löse ich, indem ich einmal um 12 Uhr und einmal um 18 Uhr für jeweils 1 Stunde konzentriert meine E-Mails abarbeite. Dabei lerne ich auch, wie wichtig gezielte Aufmerksamkeit und Konzentration sind. Ich habe heute leider gar nichts gefilmt, weil ich so im Tunnel war. Dafür ist der Pitch jetzt fertig und ich kann überhaupt nicht glauben, dass ich so schnell gewesen bin. Aber es ist trotzdem echt gut geworden. Ich bin super happy damit und schicke das Ding in ein paar Tagen raus. Ich bin jetzt wesentlich früher fertig als gedacht. Und dann bin ich einen Tag in Hamburg zum Dreh bei einem anderen YouTube-Kanal. Das Video kommt am 9. September. Am nächsten Tag ist die Wäsche dran und meine Steuer. Etwas, worauf ich noch nie Bock hatte und worin ich ein Meister-Prokrastinierer bin. Tatsächlich ist ab dann aber sowieso alles ein bisschen anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist 8 Uhr. Ich bin heute ziemlich schlecht aus dem Bett gekommen. Es liegt vielleicht ein bisschen an den letzten 2 Tagen, in denen ich so fokussiert durchgearbeitet habe. Ich bin mal gespannt, wie es heute wird. Die Wäsche ist gemacht und meine Steuer ist quasi auch fertig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe jetzt jede Menge freie Zeit erwirtschaftet mal wieder. Und die werde ich jetzt direkt in die nächste Aufgabe packen, und zwar ein bisschen exklusiver Content für Patreon. Ich finde es total krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es einfach so von jetzt auf gleich eine Veränderung gibt, die ich so 1:1 merke. Aber es scheint so, als hätte Prokrastination mich einfach nur aufgehalten in meinem Leben. Doch dann wird meine Planung durch etwas unterbrochen, womit ich wirklich gar nicht gerechnet habe. Ich bin vor kurzem umgezogen. Ein bisschen raus aus Köln. Direkt in eine Region, die an diesem Tag innerhalb von wenigen Stunden zum Sperrgebiet wird. Meine Prioritäten verschieben sich natürlich drastisch. Mein Plan wird komplett gekippt. Das hier ist mehr als wichtig und unmittelbar dringend. Ich bin bis nachts um 3 damit beschäftigt, meine Wohnung zu sichern und anderen dabei zu helfen, ihre Keller auszupumpen und Dinge zu evakuieren. Die nächsten Tage sind auch außer Kontrolle. Immer wieder checke ich, ob unser Wohngebiet evakuiert werden muss, weil ein naher Staudamm zu brechen droht. Ich kontaktiere meine Auftraggeber und bitte um Verschiebung meiner Arbeitsdeadlines. Ab hier bearbeite ich nur noch die absolut wichtigsten Prioritäten. Helfe, wo ich kann und falle um Mitternacht völlig erschöpft ins Bett. Ich hatte heute ein wichtiges Online-Meeting, aber ich konnte nicht wirklich was dazu beitragen, weil ich komplett unkonzentriert bin heute. Meine Gedanken kreisen einfach die ganze Zeit um die aktuelle Lage. Menschen haben ihre Wohnungen verloren, ihre Häuser verloren, manche haben ihr Leben verloren. Meine Wohnung hat gar nichts abbekommen. Ich habe riesen Glück gehabt. Also der Teil des Gebäudes hier ist unbeschädigt. Minimal Wasser in der Wohnung und man kann das Leitungswasser nicht mehr trinken. Ja, also kurz gesagt, ich glaube nicht, dass man das Ergebnis von dem Experiment jetzt auswerten kann, weil das ist ein Katastrophenfall. Das ist, ja. In den folgenden Tagen versuche ich weiter zu arbeiten, kann mich aber nicht konzentrieren. Zu schwer wiegt die Katastrophe, zu trivial meine täglichen kleinen Arbeiten. Ich wollte ganz simpel eine Woche nichts aufschieben und schauen, wie produktiv ich wirklich sein kann. Aber was ich gelernt habe, ist was völlig anderes. Ich habe gemerkt, wie ein guter Plan und etwas Selbstdisziplin dabei helfen können, das nervige Monster Prokrastination in Schach zu halten. Allerdings neige ich auch nicht ganz so stark zur Prokrastination wie manche andere Personen. Prokrastination ist in gewissem Maße normal, da sollte man sich selbst auch verzeihen. Prokrastination kann aber einen gewissen Leidensdruck erzeugen und wenn ich das Gefühl habe, das beeinträchtigt mich, dann sollte ich mir da tatsächlich auch Hilfe holen, weil es macht keinen Sinn, sich dauerhaft nicht wohlzufühlen. Was ich aber vor allem mitnehme aus dieser Woche ist, dass man Dinge, die einem wichtig sind, Dinge, die einen persönlichen hohen Stellenwert haben, nicht aufschieben sollte.
Das Leben kann so schnell aus den Fugen geraten, dass ich für mich mitgenommen habe, das auf keinen Fall mehr zu tun. Wenn ihr also Menschen in eurem Leben habt, die euch wichtig sind und denen ihr das immer schon mal sagen wolltet, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Immer jetzt. Falls ihr auch gerade etwas fassungslos vor den Nachrichten sitzt und nicht genau wisst, was ihr tun könnt, um zu helfen, ich habe euch ein paar Spendenaktionen in der Videobeschreibung verlinkt, die den Opfern der Flutkatastrophe zugutekommen. Was das Ergebnis dieses Selbstexperiments angeht, ist klar. Natürlich war das hier keine normale Woche. Wenn ihr aber neugierig geworden seid, werde ich versuchen, das Experiment nochmal zu wiederholen. Dann unter vielleicht besseren Bedingungen. Wie sieht es eigentlich bei euch mit der Prokrastination aus? Habt ihr auch Probleme damit? Habt ihr Techniken dagegen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich das für ein mögliches zweites Video mitnehmen. Eine Sache habe ich aber noch geschafft diese Woche. Und zwar exklusiven Content für Patreon. Das komplett ungeschnittene Interview mit Tabea Scheel, in dem sie wirklich fantastische, spannende Dinge erzählt, gibt es auf Patreon. Für euch alle kostenlos freigeschaltet. Falls ihr Bock habt, etwas zu spenden, spendet es alles an die Hilfsaktionen, an die Spendenaktionen für die Flutopfer. Dieser Patreon-Beitrag ist kostenlos und wir sehen uns nächstes Mal.